Ich bin 76. Ich wartete auf den richtigen Zeitpunkt, bis es keinen mehr gab. Es gibt Entscheidungen, die trifft man nicht bewusst. Man verschiebt sie nur so lange, bis sie sich selbst erledigt haben. Wenn du solche Geschichten nicht verpassen willst, dann bleib noch einen Moment hier. Vielleicht brauchst du diese Erinnerung nicht heute, aber irgendwann. Und während du zuhörst, schreib ruhig unten, wo du gerade bist. Nicht aus Neugier, nur damit man weiß, dass da jemand sitzt und zuhört. Vielleicht kennst du auch jemanden, der das hören sollte. Nicht als Warnung, eher als leise Weitergabe, bevor es zu spät ist. Ich bin 76 Jahre alt und ich habe mein Leben damit verbracht, auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Man sagt ja immer, man habe später noch Zeit. Aber niemand sagt einem, dass später eines Tages einfach nicht mehr kommt. Ich sitze jetzt oft still, nicht weil ich müde bin, sondern weil die Gedanken lauter geworden sind als alles andere. Die Tage gehen schneller vorbei als früher. Wochen fühlen sich an wie Tage. Und manchmal merke ich, dass mein Name seltener ausgesprochen wird als noch vor ein paar Jahren. Ich erzähle das nicht, um verstanden zu werden. Und ganz sicher nicht, um bewundert zu werden. Ich erzähle es, weil ich es nie laut gesagt habe. Und weil Schweigen irgendwann schwerer wird als Worte. Als ich jünger war, dachte ich, mein Leben sei ganz normal. Ich hatte Arbeit, Verantwortung, einen geregelten Alltag. Nichts Dramatisches, nichts, wofür man sich schämen müsste. In meinen 20ern habe ich viel geplant. Nicht konkret, eher innerlich. Ich dachte, ich müsse erst etwas werden, bevor ich jemand sein darf. Ich wollte Dinge sagen, aber ich wollte sie richtig sagen. Also wartete ich. Ich wollte Menschen näher an mich heranlassen, aber erst, wenn ich sicherer bin. Also wartete ich. Ich erinnere mich an Abende, an denen ich allein in der Küche saß. Das Licht war gedämpft. Der Tag war vorbei und ich dachte, morgen rufe ich an. Morgen schreibe ich den Brief. Morgen frage ich nach. Morgen war immer sehr zuverlässig, bis es das nicht mehr war. In meinen 30ern wurde ich gut darin, beschäftigt zu sein. Arbeit gab mir eine Ausrede, ohne dass ich lügen musste. Ich sagte mir, ich tue das alles für später. Später mit mehr Ruhe, später mit mehr Zeit, später mit mehr Mut. Ich hatte Freunde oder zumindest Menschen, die ich regelmäßig sah. Wir sprachen über Dinge, die sicher waren, über Pläne, die noch weit weg lagen. Ich erinnere mich an Geburtstage, zu denen ich zu spät kam oder gar nicht. Nicht aus Bosheit, nur weil es gerade ungünstig war. Ich erinnere mich an Nachrichten, die ich angefangen habe zu schreiben und dann gelöscht habe, weil sie sich noch nicht richtig angefühlt haben. Es gab jemanden, dem ich einmal sehr nah war. Ich sage absichtlich nicht wer. Nicht, weil es geheim ist, sondern weil es schmerzt, es einzuordnen. Wir hatten diese Art von Nähe, die nicht laut ist. Man denkt, sie bleibt einfach. Man glaubt, sie braucht keine Pflege. Ich dachte, ich würde irgendwann die richtigen Worte finden. Nicht zwischen Tür und Angel, nicht müde, nicht abgelenkt.
Also habe ich gewartet. In meinen 40ern begann das Leben sich zu verfestigen. Routinen wurden stabil. Veränderung fühlte sich anstrengender an. Ich redete mir ein, dass Beständigkeit eine Tugend ist. Und vielleicht ist sie das auch. Aber sie kann auch eine sehr bequeme Form der Angst sein. Es gab Gespräche, die ich hätte führen müssen. Nicht um etwas zu retten, nur um ehrlich zu sein. Ich sagte mir, Ehrlichkeit braucht den richtigen Moment, einen ruhigen Abend, eine sichere Stimmung. Dieser Moment kam nie. Die Menschen um mich herum veränderten sich. Einige gingen leise, andere plötzlich. Kein Streit, kein Abschied, nur weniger Anrufe, weniger gemeinsame Erinnerungen. Ich merkte es erst, als ich zurückblickte. Damals fühlte es sich nicht wie Verlust an, eher wie Verschiebung. Und dann kam der Tag, an dem mir klar wurde, dass Verschiebung manchmal nur ein langsames Verschwinden ist. Es gab keinen großen Knall in meinem Leben, keine Katastrophe, die man benennen könnte, nur eine stetige Ansammlung von später. Und irgendwann wurde aus später ein hätte. Der Moment, an dem ich es wirklich begriff, war unscheinbar. Es war kein dramatischer Abschied, kein letztes Wort. Es war eine Nachricht, die ich nicht mehr senden konnte. Der Name stand noch in meinem Telefon, aber die Nummer führte ins Leere. Ich saß lange da und hielt das Gerät in der Hand. Nicht schockiert, eher ruhig. Zu ruhig. Da verstand ich, dass der richtige Zeitpunkt nichts ist, was auf uns wartet. Er ist etwas, das wir entweder nehmen oder verlieren. Ich habe viele Dinge richtig gemacht, denke ich. Ich war zuverlässig. Ich war pflichtbewusst. Aber ich war selten wirklich da. Vielleicht erkennst du dich in manchen dieser Sätze wieder. Vielleicht auch nicht. Ich sage dir nicht, was du tun sollst. Ich habe dafür kein Recht. Ich kann dir nur sagen, wie es sich anfühlt, wenn man merkt, dass Zeit keine Rücksicht nimmt auf gute Absichten. Jetzt, mit 76, weiß ich, dass das Warten selbst eine Entscheidung war. Eine sehr leise, aber eine endgültige. Wenn du möchtest, kann ich dir im nächsten Teil erzählen, was danach geblieben ist und wie man mit dem lebt, was sich nicht mehr ändern lässt. Ich erzähle weiter, nicht weil es leicht ist, sondern weil es sonst niemand tun wird. Nachdem mir klar wurde, dass sich manches nicht mehr ändern lässt, blieb zuerst viel Stille. Keine dramatische Stille, eher eine, die sich langsam in den Alltag schiebt. Ich wachte morgens auf und wusste, dass nichts mehr nachgeholt werden kann. Nicht aus Faulheit, nicht aus fehlendem Willen, sondern weil Zeit irgendwann beschließt, nicht mehr mitzumachen. Ich begann meine Tage anders wahrzunehmen. Nicht intensiver, eher ehrlicher. Ich bemerkte, wie oft ich früher anwesend war, ohne wirklich da zu sein. Wie oft ich Menschen zuhörte, während ich innerlich schon beim nächsten Schritt war. Jetzt gibt es keinen nächsten Schritt mehr, nur noch diesen Moment. Man lebt weiter. Das ist vielleicht das Seltsamste. Man lebt weiter, obwohl etwas in einem abgeschlossen ist. Ich ging durch alte Straßen und merkte, dass sie mich nicht mehr kannten. Oder vielleicht kannte ich sie nicht mehr. Manchmal treffe ich Menschen von früher. Wir lächeln höflich. Wir fragen nach dem Befinden. Aber wir sprechen nicht über das, was fehlt. Ich habe gelernt, dass manche Verluste keinen Namen haben. Man kann sie nicht erklären. Man trägt sie einfach. Es gibt Abende, an denen ich auf dem Stuhl sitze und nichts tue. Kein Radio, kein Fernsehen, nur die Geräusche des Hauses. Früher hätte ich das als Zeitverschwendung empfunden. Heute weiß ich, dass genau darin etwas Ehrliches ist. Ich denke an all die Momente, in denen ich dachte, ich müsse erst bereit sein. Bereit für Nähe, bereit für Wahrheit. Ich war es nie. Und das ist vielleicht die ehrlichste Erkenntnis meines Lebens.
Bereitschaft kommt nicht mit dem Alter. Sie kommt nur mit dem Mut, etwas Unfertiges zuzulassen. Ich hatte diesen Mut selten. Es gibt Dinge, die ich heute nicht mehr bereue. Die Arbeit zum Beispiel. Sie hat mir Struktur gegeben. Aber ich bedauere, dass ich sie so oft benutzt habe, um nicht fühlen zu müssen. Ich bedauere nicht, dass ich Fehler gemacht habe. Ich bedauere, dass ich sie nicht benannt habe, als sie noch weich waren. Heute sind sie hart, unbeweglich. Ich lebe mit dem Wissen, dass mein Leben kein Drama war. Und genau das macht es schwer. Denn es gibt keinen Höhepunkt, auf den man zeigen kann. Keinen Absturz, nur ein langsames Vorbeigehen. Manchmal frage ich mich, ob jemand mich wirklich gekannt hat. Nicht oberflächlich, sondern dort, wo man zögert. Vielleicht ist das der Preis des Wartens. Man bleibt unvollständig gesehen. Ich habe akzeptiert, dass Vergebung nicht immer von außen kommt. Manchmal muss man lernen, sich selbst nicht mehr zu erklären. Ich versuche nicht, mein Leben zu rechtfertigen. Es ist vorbei. Ich versuche nur, es nicht weiter zu beschönigen. Wenn ich heute an jüngere Menschen denke, spüre ich keinen Drang, ihnen etwas beizubringen. Ich weiß, wie wenig Worte verändern. Aber ich weiß auch, wie viel Schweigen zerstören kann. Es gibt nichts Heldenhaftes daran, zu spät zu verstehen. Es ist einfach menschlich. Ich stehe morgens auf, langsam. Mein Körper erinnert mich daran, dass auch er keine Geduld mehr hat. Und manchmal, ganz selten, bin ich dankbar. Nicht für das, was ich verpasst habe, sondern dafür, dass ich es wenigstens noch sehen kann. Nicht jeder bekommt diesen Moment der Klarheit. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Ich zähle sie nicht. Aber ich weiß, dass ich jetzt nicht mehr warte. Nicht, weil es noch etwas zu retten gäbe, sondern weil Warten keinen Sinn mehr hat. Ich sage die Dinge jetzt leise, unperfekt, so wie ich es früher hätte tun sollen. Wenn diese Worte jemanden erreichen, dann nicht als Warnung, eher als Spiegel. Und wenn sie niemanden erreichen, dann ist es auch in Ordnung. Ich habe sie endlich ausgesprochen.